Heute tauchen wir mal in eine Welt ein, die uns eigentlich ständig umgibt, die wir aber selten bewusst wahrnehmen. Wir entschlüsseln sozusagen die Geheimsprache der Zahlen. Also, fangen wir mal mit einer großen Frage an. Sind Zahlen einfach nur irgendwelche Werte? Oder, und das ist viel spannender, haben die vielleicht so eine Art geheime DNA? Einen fundamentalen Code, den man lernen kann zu lesen? Um diesen Code zu knacken, müssen wir erstmal eines verstehen. Zahlen sind keine Einzelgänger. Nee, die hängen alle irgendwie zusammen. Und zwar über zwei ganz grundlegende Beziehungen. Stellt euch das so vor. Wir können mit Zahlen zwei Dinge tun. Entweder wir bauen sie auf, machen sie also größer, indem wir ihre Vielfachen finden, oder wir nehmen sie auseinander, zerlegen sie, indem wir ihre Teiler suchen. Und genau diese beiden Wege schauen wir uns jetzt mal genauer an. Okay, fangen wir mal mit dem Aufbauen an. Lasst uns in die Welt der Vielfachen eintauchen und gucken, wo uns das hinführt. Zuerst mal, was ist eine Vielfachenmenge? Das klingt komplizierter, als es ist. Im Grunde ist das einfach nur das komplette Einmaleins einer Zahl, das theoretisch ewig so weitergeht. Richtig interessant wird's, wenn wir die Vielfachmenge von zwei verschiedenen Zahlen vergleichen. Nehmen wir mal die 6 und die 8. Wir gehen die Reihen durch, 6, 12, 18 und bei der 8, 16 und dann, zack, landen beide bei derselben Zahl. Und dieser allererste Punkt, an dem sie sich treffen, der hat einen ganz besonderen Namen. Das kleinste gemeinsame Vielfache oder kurz KGV. Das ist die kleinste Zahl, die beide unserer Anfangszahlen als Vielfaches haben. Bei 6 und 8 ist dieser Treffpunkt also die 24. Das ist ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches. Wir haben die beiden Zahlen quasi erfolgreich zusammengebracht. So, wir haben Zahlen aufgebaut. Jetzt machen wir genau das Gegenteil. Wir zerlegen sie. Also, willkommen in der Welt der Teiler. Ein Teiler, das ist ganz einfach eine Zahl, die in eine andere perfekt reinpasst, also ohne dass irgendein Rest bleibt. Und die Teilermenge ist dann einfach die komplette Liste von allen Zahlen, die das bei einer bestimmten Zahl schaffen. Und, ihr ahnt es schon, genau wie bei den Vielfachen können wir auch hier zwei Zahlen vergleichen, zum Beispiel die 24 und die 36. Und dann suchen wir einfach nach den Teilern, die beide gemeinsam haben. Kleiner Tipp am Rande. Um nicht ewig rumrechnen zu müssen, gibt es super einfache Teilbarkeitsregeln. Damit könnt ihr blitzschnell sehen, ob eine Zahl zum Beispiel durch 2, 3 oder 5 teilbar ist. Ein echter Shortcut. Und so wie es eben das kleinste gemeinsame Vielfache gab, gibt es hier natürlich den größten gemeinsamen Teiler, kurz GGT. Das ist also die absolut größte Zahl, die es schafft, beide unserer Zahlen perfekt zu teilen. Für unsere 24 und die 36 ist der größte gemeinsame Teiler die 12. Man könnte sagen, das ist der größte Baustein, aus dem beide Zahlen gemacht sind. Wir haben jetzt gesehen, wie Zahlen miteinander in Beziehung stehen. Aber woraus bestehen sie eigentlich im Kern? Tja, das bringt uns zu den fundamentalen Atomen der Mathematik. Und das sind die Primzahlen. Das Besondere an ihnen ist, man kann sie nicht weiter zerlegen. Ihre einzigen Teiler sind immer nur die 1 und sie selbst. Sie sind quasi unteilbar. Das hier sind die ultimativen Bausteine für alle anderen Zahlen. Und, kleiner Funfact, schaut mal, die 2 ist die einzige gerade Primzahl, die es überhaupt gibt. So, und jetzt kommt der coolste Teil. Jetzt setzen wir alles zusammen. Wir können diese Atome, also die Primzahlen, benutzen, um den einzigartigen Code von wirklich jeder Zahl zu entschlüsseln. Dieser Prozess nennt sich Primfaktorzerlegung. Das ist, als würden wir das geheime, einzigartige Rezept für eine Zahl finden, das nur aus Primzahlen besteht. Nehmen wir uns nochmal unsere 36 vor. Wir fangen einfach an und teilen sie durch die kleinste mögliche Primzahl, also die 2. Das geht, ergibt 18. Geht's nochmal? Ja klar, ergibt 9. Durch 2 geht's jetzt nicht mehr, also nehmen wir die nächste Primzahl, die 3. Und das machen wir so lange, bis am Ende selbst eine Primzahl übrig bleibt. Und da haben wir es. 2 mal 2 mal 3 mal 3. Das ist die einzigartige Primzahl-DNA der 36. Ihr ganz persönlicher, unveränderlicher Code. Genial, oder? Also, von den Vielfachen und Teilern bis hinunter zu den fundamentalen Primzahlatomen. Wir haben gesehen, dass Zahlen keine Zufallsprodukte sind. Da steckt eine unglaublich elegante Struktur dahinter. Das Wichtigste, was ihr heute mitnehmen solltet, ist, jede Zahl hat einen Code und mit den Regeln der Teilbarkeit könnt ihr ihn knacken.
Und jetzt mal an euch. Wenn jede Zahl so einen Code hat, was glaubt ihr, was für Geheimnisse könnte man damit wohl als nächstes lüften?